Das Image von Motorradfahrern wurde jahrzehntelang durch eine Mischung aus Popkultur, gesellschaftlichen Entwicklungen und tief verwurzelten Ritualen geprägt. Während das Motorrad anfangs ein reines Fortbewegungsmittel war, wandelte es sich zum Symbol für Freiheit, Gemeinschaft und Abenteuergeist. Es waren Marlon Brando und Easy Rider, die Motorradfahren zum Mythos gemacht haben. Die Realität von heute sieht leider ganz anders aus. Klobige Schutzkleidung wie aus einem Corona-Katastrophenfilm. Ist es nicht das Gegenteil von cool, frei und individuell? Jahrelang habe ich nach Alternativen gesucht. Und was ihr hier seht, ist eine vollwertige, zertifizierte Motorradschutzausrüstung. Seit ich mit dem Motorradfahren und auch dem Motorradreisen angefangen habe, bin ich auf der Suche nach der perfekten Motorradklamotte. Am liebsten würde ich so fahren und das ist auch am schönsten. Luftig, leicht, angenehm, der Wind bläst überall durch, man ist ganz leicht beweglich und man sieht noch lässig aus. Ohne Schutz fahren, mal okay, aber auf Reisen, jeden Tag, wenn du stundenlang fährst, tausende Kilometern und vor allem auch Offroad, da legst du dich öfters mal aufs Maul, auch manchmal mehrmals am Tag und ohne Schutz tut es immer weh und du hast immer sofort offene Stellen. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen. Deswegen, es muss irgendeine Schutzklamotte her, ist ja klar. Am Anfang habe ich mir ganz klassisch eine Textiljacke gekauft. Da sind die Protektoren drin, Schulter, Ellbogen und Rückenprotektor und abriebfestes Material. Super Jacke, super schwer, super heiß. Aber man kann die Arme und so aufmachen, ja, ist super durchlüftet und so weiter. Kannst komplett hier aufmachen, kannst hier aufmachen, kannst hinten aufmachen, alles. Aber es bleibt trotzdem heiß. Was habe ich dann gemacht? Jacke ausgezogen, hinten drauf geschnallt und im T-Shirt gefahren. Ist okay, aber hast du halt keinen Schutz mehr. Trotzdem bin ich damit auch noch auf meine dritte Reise gegangen und nach Südamerika gefahren. Und irgendwann bin ich im Amazonas gewesen. Es ist die brutalste Hitze, die ich je erlebt habe. Also es ist so brutal heiß. Wenn ich nur in Badehose und T-Shirt rumgelaufen bin, war es schon viel zu heiß. Also es ist immer heiß, aber dann noch in so einer Jacke zu fahren, das kannst du komplett vergessen. Null, es geht einfach nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist Schluss damit. Ich will die Protektoren einzeln haben. Also habe ich mir Liat Protektoren gekauft und einen Camelback, der so einen Rückenprotektoren integriert hat. Das war auf jeden Fall schon eine riesen Erleichterung, aber für die Schultern hatte ich dann halt nichts gefunden, weil ich hatte so Dinger an, die du so umhängen kannst oder umschnallen kannst und so, die sind aus super heißem, dicken Material, ist unbequem. Habe ich dann gesagt, okay, verzichte ich auf Schulter, muss jetzt erstmal Ellenbogen und Rücken tun. Und das Geile war halt, ich konnte halt im T-Shirt fahren, einfach mit den Dingern an, super angenehm. Und hatte dann halt am Rücken, schwitzt man natürlich ein bisschen wegen dem Rückenprotektor, aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und als Hose habe ich mir so eine Kevlar Jeans gekauft gehabt, fand ich super cool, sieht lässig aus, ist halt wie eine Jeanshose, hat Knieprotektoren und Hüftprotektoren drin und ist eben aus Kevlar, kannst du auch mit auf der Straße ein bisschen rutschen. Ich hätte gerne so eine Leggings gehabt, wo eingenäht so Knieprotektoren sind wenigstens. Habe ich aber nicht gefunden, weil aufs Knie bin ich schon 1000-mal gefahren und auch selbst wenn man ein Motorrad repariert oder so, dann kniet man sich so hin und dann ist es immer gut, wenn man so den Knieprotektor hat, dann auf so Kies und so sich hinknien. Könnt ihr euch vorstellen, ist nicht so angenehm. Habe ich aber nichts gefunden, also bin ich so weitergefahren bis nach Kolumbien und dort habe ich dann jemanden kennengelernt, der näht Motorradklamotten, ja, stellt Motorradklamotten her. Und da habe ich mir 2 Hosen maßschneidern lassen. Warum 2? Eine war aus wasserdichtem Material, die habe ich mir zuerst machen lassen. Auch mit Hüftprotektoren und Knieprotektoren. Das fand ich so geil, aber auch zu heiß einfach. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich will die gleiche Hose nochmal, die Hose war gut, aber ich will, dass sie aus einem winddurchlässigen Material ist. Hast dann halt schon 2 Hosen, habe ich gesagt, okay, Jogginghose kann ich mir dann nicht mehr erlauben, weil sonst wird es zu viel im Gepäck, habe ich die Jogginghose rausgeschmissen und habe dann immer eine halt beim Motorradfahren angehabt und eine dann abends im Hotel als Jogginghose oder so. Und so bin ich dann weitergefahren, bis wieder ich in Bolivien war und da den Mario mit seiner KTM getroffen habe und der hatte so ganz viel Hightech-Equipment. Unter anderem auch eine Ortema Schutzweste.
Und der hat davon voll geschwärmt, wie geil das ist und so weiter. Und das ist sowas Ähnliches wie diese Weste, die hatte ich mir gekauft, auch ganz am Anfang, weil ich gedacht habe, oh, super cool. Und ich hatte mal ein Video gesehen bei YouTube, wo Leute gesagt haben, oh, die ist super kühlend, das ist super angenehm und so weiter. Und deswegen hatte ich mir die gekauft. Und ich mag die eigentlich auch, vor allem, weil ich da meine Traumfigur drin habe. Ja? Und die hat eben Brustprotektoren, Ellbogen und Schulter und Rücken. Das Problem ist eben, die ist aus Polyamid und Polyester und das ist eben extrem heiß. Also wirklich, die Hitze staut sich da, die kann nicht weg, die Hitze. Und dieses Ortema-Ding ist quasi das in noch geiler. Ortema ist halt eins der besten Protektorensysteme. Motocross-Rennen und auch in vielen anderen Rennen ist es halt Pflicht, das zu benutzen. Das Material ist auch besser, durchlässiger, aber es ist trotzdem heiß. Ich habe das dann nach Paraguay mir schicken lassen. Paraguay ist auch eine brutal heiße Gegend. Und da auf der ersten langen Fahrt, da bin ich über so eine Fähre an der Grenze, musste ich so eine Fähre nehmen und da musste ich eine Stunde warten. Da bin ich abgestiegen und ich habe die Weste halt nicht ausgezogen. Habe gedacht, es geht schon, weil die ist halt super bequem und so. Und abends hatte ich einen Hitzschlag. Also es ist viel zu heiß. Auch da, das staut sich darin. Es ist auch Polyamid, Polyester. Die Hitze kann nicht weg. Und dadurch, dass überall, wo die Protektoren sind, halt auch, da kann es ja eh nicht weg, sozusagen, die Hitze. Deswegen, das ist eine super Weste, aber sobald du stehen bleibst, sofort muss ich die ausziehen. Ja? Also für große Hitze auch wieder nicht geeignet. Und hat natürlich keinen richtigen Abriebschutz. Bleibt immer noch, am schönsten ist es so zu fahren, es gibt keine richtig tolle Lösung. Aber jetzt bin ich ja wieder in Deutschland. Und ich war jetzt 4 Jahre lang halt in Südamerika unterwegs und die Entwicklung ist ein wenig weitergegangen. Denn der neueste Scheiß ist Base Layer Protektion. Also wir bleiben dabei, wir trennen die Protektionswäsche von der normalen Klamotte, aber jetzt sind wir da, wo ich schon in Venezuela sein wollte. Wir haben die Protektion in Leggings-Form. Ja, hier sind so Protektoren drin und die muss tight sitzen. Und hier sind Protektoren drin, sind halt so ultra dünne. Und das ist abriebfest. Durch die Protektoren stoßfest. Mit Ellbogen, Schulter und Rückenpanzer. Und aus Mesh hier oben, ja, und hier unten, das ist ein ganz besonderes Hightech-Material, das auch noch kühlend ist. Das soll die Hitze ableiten. Also habe ich jetzt hier vielleicht die eierlegende Wollmilchsau an. Abriebschutz, Stoßschutz und nicht zu heiß. Und deswegen wollte ich das unbedingt ausprobieren und habe mit Pandomoto gesprochen, die mir das freundlicherweise zugeschickt haben, um zu sehen, ob das jetzt das neue Nonplusultra ist. Bevor wir uns was kaufen, wollen wir natürlich genau wissen, was kann das, was sind die technischen Details, was ist das für ein Material. Das Material heißt Ballistex und es kommt irgendwie aus dem Militärbereich für kugelsichere Sachen und so, auch geiles Zeug. Und das ist 15 Mal härter als Stahl und trotzdem flexibel wie eine Leggings halt. Ne? Das ist halt geil, weil es war ja auch schon immer in diesen klassischen Textilanzügen, da bist du ja wie so ein Astronaut, wie so ein Raumfahrtmensch. Und es hat die höchste europäische Sicherheitszertifizierung, AAA. Ja, im Vergleich zu der Motorradjeans, die ich hatte am Anfang, das ist Kevlar, das ist ja auch rutschfest und so weiter. Aber das ist halt viel, viel schwerer. Also diese Hose war ultra schwer. Schon als ich die maßgeschneiderten hatte in Kolumbien, die waren schon irgendwie ein Drittel so schwer nur. Also das habe ich dann erst gemerkt, diese ist einfach ultra schwer und dieses Kevlar Jeans Material, das war halt super dick auch, Kevlar, ja.
Super dick, super schwer, super heiß, das ist halt irgendwie dicht gewebt und so weiter. Und bei Kevlar ist es auch noch so, dass das für Feuchtigkeit und UV-Strahlung auf die Dauer ist es nicht gut für das Material. Und das ist ein Ballistex, ist das egal. Also das ist wirklich eine riesen Evolution in Sachen Material. Das Abrieb ist natürlich das eine, auf der Straße fallen. Ich habe immer gesagt, als ich keine Abriebklassen hatte, habe ich immer gesagt, ich hau mich auf der Straße nicht hin. Aber ihr kennt das, eine Ölspur reicht, dann legst du dich aufs Maul. Ist mir noch nicht passiert, hoffentlich bleibt es so, aber was mir oft passiert ist, dass ich mich Offroad aufs Maul gelegt habe. Und es war auch oft sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen braucht man halt die Protektoren. Es ist natürlich so, da wo die Protektoren drin sind, ist es natürlich warm, ja, gerade der Rückenprotektor. Aber die sind natürlich auch jetzt so super moderne Hightech-Protektoren. Und es muss natürlich tight sitzen. Das ist eben das auch immer bei diesen Textiljacken. Die haben dann zwar so einen Gurt oder so, aber bei meiner, das sitzt halt nicht richtig. Das muss richtig drauf sitzen. Wenn du dich aufs Maul legst, das verrutscht auf jeden Fall. Und dann bringt dir das gar nichts. Und bei Pandomoto ist es auch noch so, dass du eine Crash Lifetime Warranty hast. Also wenn du das Ding kaputt machst wegen eines Unfalls, kriegst du es ausgetauscht. Aber der wichtige Punkt, den ich ja noch von keiner Klamotte geregelt bekommen habe, ist die Hitzeableitung, ja? Das Hitzeproblem. Und wie es der Zufall will, haben wir hier eine Jahrhunderthitze. Deswegen will ich jetzt mal rausgehen und mal checken, ob es wirklich besser ist. Vorher ziehe ich natürlich was drüber, was cool ist, damit ich ganz normal aussehe. Also das Ding, es fühlt sich echt gut an. Muss man sagen, auch gerade hier so am Innenärmel. Dieser Mesh-Einlass ist halt super geil. Da kommt richtig Wind rein. Aber ja, außen kannst du halt kein Mesh haben, weil sonst hast du halt keinen Abriebschutz mehr. Ich habe das Ding jetzt auch schon 3 Stunden an, weil ich Sachen über das Video gemacht habe und so. Habe gestanden 2 Stunden mit dem Ding und hatte es die ganze Zeit an. Also es geht schon. Ist natürlich dann trotzdem warm. Aber das ist echt gut und es ist halt einfach super bequem und super lässig. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ich noch oben drüber irgendwie noch so eine Jacke hätte und so, dann gehst du ja kaputt einfach. Ja, ich würde dann halt wäre dann halt mit meinem alten Outfit sonst wieder ohne gefahren. Also ohne Abriebschutz. Gesagt, scheiß da drauf, fahre ich im T-Shirt, nur mit den Schützern. Und so habe ich halt alles. Ich fühle mich super geschützt. Es ist super bequem. Und es hat auch noch diesen Effekt, dass normalerweise, wenn es so heiß ist, dann schwitzt man am Arsch und dann tut es sau weh am Arsch. Aber dadurch, dass das eben so eine Leggings jetzt ist, die man anhat, ist es halt auch viel besser. Also das ist noch der Side-Effekt und man sieht halt ganz normal aus. Ich habe jetzt einfach eine Leinenhose drüber. Das ist halt super cool und bin trotzdem komplett geschützt und ein Hawaii-Hemd an. Ja. Ihr seht, Motorradklamotten müssen nicht immer unbedingt aussehen wie ein Corona-Schutzanzug. Und ich will euch natürlich auch den Preis nicht vorenthalten. Preise August 26, das Komplettset, also Hose mit Protektoren, Jacke mit Rückenprotektoren, alles zusammen kostet 740 €. Im Vergleich, die Textiljacke von Held, die ich hatte am Anfang, die hat 500 € gekostet. Und die Ortema-Weste, die kostet im Moment 330 € mit allen Protektoren. Also es ist ungefähr in dem Bereich, was sowas kostet. Ein bisschen sparen könnt ihr, wenn ihr wollt, mit dem Code RUTI10 und zwar 10%. Das sind mehr als 70 €, die ihr sparen könnt, falls ihr interessiert seid. Und dann habt ihr was, wo ihr drüber ziehen könnt, was ihr wollt, wann ihr wollt, wie ihr es wollt. Oder um es mit Pandomoto zu sagen, you ride in, you walk in, same look, same person. Was man dazu sagen muss, von dieser Jacke gibt es 2 verschiedene Versionen. Das hier ist die Commando UH. CE AAA, das ist der höchste Schutzfaktor, die höchste Schutzklasse, die es gibt. Und eben Stufe 2 Protektoren. Trägt halt durch diese dickeren Protektoren ein bisschen mehr auf. Man sieht dann schon, dass man stärker ist als ein normaler Mensch. Und es hat eben diese Mesh-Einsätze und hier hat es noch diese ist so Molle-System. Da kannst du eben dann Taschen dranhängen oder Kameras oder deine Trinkflasche oder was auch immer. Es gibt aber noch das Shell UH3 Longsleeve. Das ist noch dünner, das ist so wie die Hose und gerade die Hose finde ich halt ultra geil, weil die eben wie eine Leggings ist und die ist super bequem. Ich war ja bei diesen Freunden, ich war da 5 Stunden, habe ich bei denen im Garten gesessen, bei der Hitze und es war nicht unbequem und nicht zu heiß, also es war top. Eben die Jacke gibt es dann eben auch in diesem Stoff, das hat dann eben nur Doppel-A Rutschklasse
und was heißt nur? Laut den technischen Angaben ist es mit denen, kannst du bei 120 km/h rutschen, bei dem anderen 70 km/h. Ihr wisst ja, Reisegeschwindigkeit ist eher so 70 km/h. Und eben die Protektoren sind dann Level 1 Protektoren. Es ist dann noch dünner, dann kannst du eben auch quasi einen Anzug drunter ziehen und in die Oper gehen und du wirst es nicht erkennen, dass du Schutzkleidung drunter hast. Wenn ihr das ausprobieren wollt, wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung zu Pandomoto. Und mit dem Code RUTI10 bekommt ihr 10% Rabatt, was ja nicht schlecht ist. Und ja, dann könnt ihr sagen, okay, ich will es erstmal ausprobieren, ich probiere erstmal nur die Hose aus oder nur die Jacke oder nur die dünne Jacke. Aber der richtige Härtetest folgt erst noch. Ich plane wieder zurückzugehen nach Südamerika tatsächlich. Und da werde ich das mitnehmen und tragen. Und dann werde ich mal 5000 Kilometer von 0 Metern bis 5000 Metern Höhe von 5 Grad bis 40 Grad das ausprobieren in allen Klimazonen. Und dann werden wir sehen, was Ballistex unter diesen Bedingungen kann. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, das ist schon ein großer Schritt für mich. Das ist das Beste, was ich bis jetzt hatte, mit Abstand. Und weil es eben diese Sachen vereint, die ich vorher nicht hatte. Vorher war es dann immer einzeln. Ja, und ich mag es eben flexibel zu sein. Manchmal will ich halt auch nicht die Jacke anziehen, will ich was anderes anziehen, ein T-Shirt oder so. Deswegen, das vereint alles und ist noch bequem und noch am kühlsten bisher. Also ihr seht, ich bin wirklich begeistert davon. Es ist ein großer Schritt für mich und auch ein großer in der Motorradschutzkleidung Evolution, würde ich behaupten. Das war's soweit. Wieder mal was Cooles, ein cooles neues Gadget-Gimmick, diesmal Motorradkleidung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut mal rein bei Pandomoto. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Tschüss.